Wie komme ich nun zu einer Online-Testversion von Dynamics 365 Business Central, einer Testversion, wie zum Beispiel Sie hier bei mir am Bildschirm bereits sehen können? Es gibt aktuell mehrere Möglichkeiten, zu so einer Testversion zu kommen, und deswegen gebe ich Ihnen sehr gerne einen kurzen Überblick über die Varianten und welche davon meine empfohlene Variante ist. Wir sprechen an dieser Stelle bitte immer von Online-Testversionen. Das ist aus zwei Gründen wichtig, denn es gibt auch eine Version, die man herunterladen kann und installiert, wie ein natürlich klassisches Windows-Programm, und es gäbe auch noch für Administratoren und Entwickler eine Möglichkeit, über virtuelle Umgebungen zu gehen. Doch auf diese nehme ich an dieser Stelle keine Rücksicht, sondern ich konzentriere mich hier auf diese drei Varianten, die Sie jetzt bereits am Bildschirm auch schon sehen können. Die erste Variante und die erste Option besteht aus zwei verschiedenen Testversionen, nämlich zunächst aus der Testversion Microsoft 365, Sie kennen das vielleicht noch unter dem Namen Office 365, und dann im Anschluss einer Registrierung einer Testversion von Business Central. Der Vorteil bei dieser Variante liegt ganz klar darin, dass Sie nicht nur auf Business Central Zugriff haben, sondern auch auf alle Microsoft 365 Komponenten, sodass Sie bestimmte Integrationen wie OneDrive, Microsoft Teams, Outlook, Excel Online etc. gemeinsam mit Business Central auch testen können. Und der zweite Vorteil liegt darin, dass Sie tatsächlich Umgebungsadministrator sind. Sie haben also keine Einschränkungen in dieser Testumgebung und können alle Konfigurationen und Änderungen selbst vornehmen. Der Nachteil in dieser Variante liegt darin, wie der Hersteller Microsoft auf der Webseite auch ganz klar ausweist, dass eine Kreditkarte erforderlich ist. Sie haben zwar 30 Tage kostenfrei, aber ab dem 31. Tag würde es tatsächlich zu einer Abbuchung kommen, wenn Sie diese Testversion nicht kündigen. Die zweite Option wäre Dynamics 365 Business Central alleine, also ohne Microsoft 365 zu registrieren. Das geht auch direkt über die Microsoft-Webseite. Sie haben da rein funktional in der Anwendung zum Buchen oder zum Anlegen von Stammdaten keinen Nachteil, aber Ihnen fehlen natürlich die kompletten Microsoft 365 Komponenten, und die Dinge, die ich vorher schon genannt habe, die können Sie dann nicht ausprobieren. Also Sie können eben keine Daten aus Business Central in Excel Online bearbeiten oder eben vielleicht über Outlook eine Rechnung verschicken, denn Sie haben ausschließlich Zugriff auf Business Central. Sie sind an dieser Stelle zwar auch Administrator von Business Central, aber eben nicht Administrator von der Umgebung, sodass Sie keinen Zugriff auf die verschiedenen Admin Center haben. Der Vorteil liegt dafür darin, dass Sie derzeit keine Kreditkarte benötigen und damit auch nicht daran denken müssen, irgendwo hier irgendetwas zu kündigen. Die dritte Variante könnte man ein wenig einklammern, weil sie tatsächlich ausschließlich für IT-Unternehmen zur Verfügung steht, also für Unternehmen, die Microsoft-Partner sind. Man benötigt dafür auch ein eigenes Login und kann dann dort Demo-Umgebungen anlegen, die 90 bis 120 Tage laufen, sodass man eben als IT-Unternehmen die Umgebung auch ein bisschen länger verwenden kann. Man hat hier alle Komponenten zur Verfügung. Man benötigt natürlich auch keine Kreditkarte, aber man muss eben Microsoft Partner sein und vielleicht da oder dort sich mit dem ein oder anderen Thema schon ein bisschen beschäftigen, um ein Beispiel zu geben, an die richtige Länderversion zu kommen. Alle drei Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Meine Empfehlung für Ausbildungszwecke, wenn eine Kreditkarte zur Verfügung steht, ist ganz, ganz klar die Option Nummer 1, also Microsoft 365 plus Business Central, hier von mir auch jetzt mit einem entsprechenden Stern markiert, denn dann können Sie wirklich alles ausprobieren, Sie können alle Komponenten testen und Sie können sich in all diesen Bereichen auch weiterbilden, ohne eine entsprechende Einschränkung zu haben. Das Ganze ist auch sehr einfach, und zwar gehen Sie auf die entsprechende Microsoft-Webseite. Ich habe Ihnen die Links hier auch hineinkopiert und wählen dann dort den entsprechenden Plan aus. Wenn Sie sich jetzt entscheiden, mit meiner Empfehlung zu starten, dann würden Sie eben hier, wie ich es jetzt auch am Bildschirm geöffnet habe, auf die Microsoft 365 Startseite zu gehen. Wenn Sie sich entscheiden, die Microsoft 365 Komponenten nicht zu verwenden, ja, dann gehen Sie direkt auf die dynamics.microsoft.com Seite. Wenn Sie aber Empfehlung Nummer 1 annehmen, klicken Sie hier auf kleine und mittelständische Unternehmen. Suchen Sie sich dann einen Plan aus, der Ihnen gut gefällt. Auch hier gibt es von mir eine Empfehlung, und zwar ist das der Business Premium Plan. Da ist alles beinhaltet, was ein Unternehmen hier benötigt. Damit kann ich auch nichts vermissen. Es ist ja eine Testversion. Danach klicken Sie auf einen Monat kostenlos testen, geben Ihre
entsprechenden Daten an und folgen dem Registrierungsprozess. Wenn Sie das erledigt haben, dann haben Sie Microsoft 365 und wir dürfen nicht vergessen, dass für Business Central 2 Schritte erforderlich sind. Also wenn Sie wirklich beides gemeinsam testen wollen, zunächst Microsoft 365 registrieren und dann im Anschluss auf businesscentral.dynamics.com gehen, um Business Central zu erhalten. Wenn Sie ausschließlich Business Central haben möchten, dann, ich habe es schon erwähnt, dynamics.microsoft.com, Produkte, Business Central und ich glaube, Sie kennen die Antwort bereits. Auch hier gibt es natürlich eine entsprechende Testversion, kostenlos testen. Und auch hier gibt es einen Assistenten, der Sie durchführt und an dieser Stelle benötigen Sie derzeit eben keine Kreditkarte. Sie benötigen die Kreditkarte auch nicht nochmals, wenn Sie bereits Microsoft 365 registriert haben. Wenn Sie eine dieser beiden Optionen durchgemacht haben, dann landen Sie dann am Ende hier im Rollencenter in der Startseite von Dynamics 365 Business Central, können die Anwendung jetzt ausprobieren, testen. Sie haben eine Demo-Firma, Sie haben Demo-Daten und können alle Schritte durchmachen, die Sie an dieser Stelle interessieren. Ein kleiner Tipp noch zum Abschluss. Die Länderversion in Ihrer entsprechenden Business Central Version ist davon abhängig, welches Land Sie hier im Microsoft 365 Plan und oder Business Central Plan gewählt haben. Davon wird auch automatisch während der Bereitstellung die entsprechende Länderversion zur Verfügung gestellt. Heißt im Klartext, möchten Sie eine Schweizer Version oder eine österreichische Version, dann wählen Sie eben die Schweiz oder Österreich als Land aus. Möchten Sie Deutschland, so wie ich an dieser Stelle, dann bleiben Sie bei dem gewählten Land. Möglicherweise ist es auch bei Ihnen Deutschland und Sie erhalten die Kronos.de. Die Kronos.de ist eine Demofirma, da können Sie sich jetzt einen Überblick verschaffen und je nachdem einen entsprechenden Zeitraum lang ohne Kosten Business Central testen.